Videospiele sind ja was Schönes. Gerade wenn man selber eine kleine, große oder wie ich eine mittelgroße Sammlung hat. Aber wie kann man sich so eine große Sammlung aufbauen? Und vor allem bei den ganzen Spielen den Überblick behalten. Nun, ich sage euch hier, wie ich das hier handhabe, um euch Ideen und Inspirationen zu geben. Gute allerseits. Ja, dieses Video ist eine neue Ausgabe zu Die Basics, wo ich euch einfach mal Grundwissen erkläre zu diversen Sachen. Und heute ist es, wie ich meine Spielesammlung manage. Nun, viele fragen sich wahrscheinlich auch, wie man denn zu dieser Anzahl an Spielen kommt. Das ist eigentlich einfach erklärt. Das war einfach so da. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Entweder weil ich weiß, dass es gute Spiele sind, die ich für einen guten Preis bekommen habe. Oder es sind einfach Spiele, die mich interessieren. Oder auch einfach Nostalgie. Und es gibt auch die Fälle, die einfach nur absurd sind. Aber sagen kann, dass man diese Scheiße daheim hat. Ja, und auch bei mir in der Sammlung ist da definitiv einiges Weirdes mit dabei. Doch wenn ich alle meine Spiele hier zusammenzählen würde, da käme ich auf 700 Spiele insgesamt. Und ich denke mal, am besten zeige ich euch das, wie ich das Ganze manage, wenn ich zum Beispiel jetzt hier einfach ein neues Spiel hier zu Hause dann habe. Heißt einfach, ich zeige euch meinen Prozess, den ich hier dann mache. Wobei, naja, neues Spiel, wo bekomme ich denn immer wieder auch so Retro-Spiele her? Da habe ich eine Antwort, die der Flohmarkt ist. Bei uns hier im Raum Frankfurt am Main haben wir einige Flohmärkte, wo entweder Händler und private Personen Spiele verkaufen. Okay, bei den Händlern, es gibt ehrliche und auch welche, die nur Abzocke sind. Aber wenn, dann gibt es natürlich auch eBay und alles weitere, wo man eben auch Spiele für den Atari 2600 bekommen könnte. Nun gut, wenn ich dann zu Hause bin, ist erstmal logisch das Spiel probieren, ob auch wirklich alles einwandfrei geht. Danach reinige ich das Medium und, wenn vorhanden, auch die Verpackung. Bei Cartridges ist es auch empfehlenswert, die Kontakte zu reinigen mit Backpulver, Wasser und einer Zahnbürste. Dafür muss man halt dies aufmachen, um die Kontakte halt zu reinigen. Okay, man kann das, denke ich, auch mal mit einem Schmutzradierer versuchen. Aber wenn die Kontakte einmal sauber sind, muss man diese nicht ständig ein- und auszulegen aus der Konsole, wenn diese das Spiel nicht lesen kann. Wenn aber dann alles erledigt ist mit dem Putzen, geht für mich die Arbeit am Computer weiter. Wenn es etwas Seltenes ist, dann schaue ich auch gerne mal im eBay rein, um zu sehen, wie es verkauft wird und ob ich doch einen guten Deal gemacht habe. Nun gut, das mache ich halt für meinen inneren Monk hier. Aber ich packe dann Google Sheets aus, wo die Magie drinnen ist. Denn ich halte es hier in meiner Spielesammlung in diesem Management ganz einfach. Mit einer Tabelle. Und dadurch, dass diese in Google Sheets drin ist, kann ich damit problemlos auch auf meinem Computer, Handy und Tablet mir die Spielesammlung anzeigen lassen. Doch bevor ich euch das jetzt genau erkläre, ich zeige sie euch einfach mal. Nun, hier seht ihr ein paar Ausschnitte der Tabelle. Ich habe dies hier alles sortiert. Nach Konsolenhersteller und darin nach dem Release-Datum der Konsole. Nur die Handheld-Konsolen habe ich in den Herstellern nach unten gepackt. Dann sind in der nächsten Spalte die Spielenamen alphabetisch angeordnet. Und dann kommen die Fragen, ob ich es denn physisch, digital habe oder es eine Neuerscheinung ist, wie es bei zum Beispiel den Nintendo Select-Titeln wäre. Dann aus welcher Region das Spiel ist und wann ich es gekauft habe, beziehungsweise wann ich es zuletzt gespielt habe. Und mehr brauche ich eigentlich nicht in dieser Tabelle hier. Aber man kann auch noch mehr einfügen, wie man es gerne braucht. Und dadurch, dass es in Google Sheets ist, kann ich auch einfach nach einem Spiel direkt suchen oder eben an die Stelle hinscrollen, wo es stehen müsste. Und das ist auch gerade ein Vorteil, wenn man irgendwo unterwegs ist und man weiß nicht, ob man dies oder das Spiel daheim hat. Also da seht ihr, dass ich es hier ganz einfach manage, meine Spielesammlung, mit einer einfachen Tabelle. Oder es gibt auch Apps für das Handy wie die GameEye-App, wo ihr dann das Spiel Barcode einscannen könnt oder auch manuell auswählen könnt, um es hinzuzufügen. Und ich habe mir diese App mir mal kurz angesehen, weswegen ich euch halt nicht groß was dazu sagen kann. Doch das mit der Tabelle ist, denke ich, schon das Beste, was man da machen kann. Und ich würde euch unbedingt empfehlen, von Anfang an, wenn ihr eine Videospielsammlung aufbauen wollt, so eine Tabelle zu machen. Und ihr könnt selber wählen, was ihr denn für Werte dann haben wollt. Wie zum Beispiel, für was ihr das bekommen habt, das Spiel zum Beispiel. Und da ist der Kreativität freien Lauf gelassen. Das Einzige, was dann kacke ist daran,
ist, wenn man alles eingetragen hat, das dann ins Regal einsortieren. Da habe ich 2 Billigregale stehen, die fast voll sind. Ich versuche es hier schon platzsparend zu machen, aber irgendwie, ich muss mir dann mal was überlegen in Zukunft. So etwas, denke ich, kann man Luxusprobleme nennen. Und somit war's das auch. Das ist der ganze Prozess, wie es abläuft, wenn ich ein neues Spiel hier zu Hause habe. Und auch, wie ich das Ganze eben manage in so meiner Sammlung. Aber ich werde euch auch einen Download-Link unten in der Beschreibung reinpacken, mit einer Vorlage, die leer ist, für euch zur freien Verwendung. Wobei, was mir noch einfällt, bei den N64, SNES und weiteren Spielen, die keine Verpackung haben. Ich habe da mal vor einer Weile ein Video dazu gemacht, wie man solche Hüllen dann selber herstellen kann. Das Video ist nur ein Jahr alt. Egal, aber es sieht zumindest dann noch ordentlich im Regal aus. Wenn ihr ansonsten auch weitere Ideen dazu habt, schreibt es mal ruhig unten in die Kommentare mal rein. Und wenn ihr generell an diesem Content interessiert seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, um halt auch hier nichts zu verpassen. Und dann denke ich mal, ich habe hier erstmal soweit alles gesagt, was ich sagen kann. Und ich kann somit, denke ich mal, auch wieder sagen, man sieht sich.